Hallo zusammen, wir arbeiten heute so einen Schallkragen oder Loop, den kann man unterschiedlich tragen. Man kann den dann zu einem Loop arbeiten und zunähen, oder man kann den als Schal arbeiten und dann zusammenstecken. Also für diesen Loop habe ich Rilana Wolle Samantha verwendet. 55% Schulwolle, 45 Acryl und die Lauflinie 50 Gramm, 120 Meter. Die Nadeln habe ich 3,5. Hier ist die Empfehlung 3,5 bis 4. Also ich habe Nadeln 3,5. Ich habe für diesen Loop 150 Gramm Wolle verwendet. Maschenanschlag für dieses Muster ist teilbar durch 10 plus 3 Maschen. Ich habe 83 Maschen angeschlagen. Und ich habe 150 Gramm Wolle komplett verstrickt. Also von der Größe, der ist bei mir ungefähr 40 cm lang und 30 cm breit. Für das Muster habe ich bereits Maschen angeschlagen. Ich zeige es an einem kleinen Stück. So, die erste Masche hebe ich ab und dann arbeite ich 5 rechte Maschen. So, jetzt arbeite ich 5 linke Maschen. Und im Wechsel immer 5 Maschen rechts arbeiten, 5 Maschen links arbeiten. So, ich habe jetzt 5 Maschen links gearbeitet, eine Masche rechts und die letzte Masche arbeite ich auch rechts. Jetzt wende ich die Arbeit. Die erste Masche hebe ich ab. Und dann arbeite ich nach Muster. Die erste Masche arbeite ich links, dann 5 Maschen rechts, 5 Maschen links. Und so arbeiten wir dann weiter nach Muster. Am Ende der Reihe habe ich 5 Maschen links und die letzte Masche arbeite ich rechts.
Jetzt wende ich die Arbeit und arbeite wiederum alles nach Muster. Die erste Masche hebe ich ab. Und dann arbeite ich 5 Maschen rechts, 5 Maschen links. Und am Ende der Reihe bleibt eine Masche rechts und die letzte Masche arbeite ich auch rechts. So, und die vierte Reihe arbeite ich jetzt auch nach Muster. Die erste Masche links und dann 5 Maschen rechts, 5 Maschen links. Und am Ende der Reihe 5 Maschen links und die letzte Masche rechts. Die fünfte Reihe arbeite ich folgendermaßen. Die erste Masche hebe ich ab, dann arbeite ich eine Masche rechts. Jetzt arbeite ich 5 Maschen links. Fünf Maschen rechts. Dann 5 Maschen links. Die letzte Masche arbeite ich praktisch über die linke Masche rechts und jetzt 5 rechte Maschen. Die letzte Masche arbeite ich über die erste rechte Masche. Und so im Wechsel arbeiten wir dann weiter. 5 Maschen links, 5 Maschen rechts. Und am Ende der Reihe habe ich 5 Maschen rechts. Und die letzte Masche arbeite ich auch rechts. Jetzt wende ich die Arbeit und jetzt arbeite ich 3 weitere Reihen nach Muster. Also jetzt beginne ich mit 5 Maschen links, 5 Maschen rechts. Fünf Maschen links, und 5 Maschen rechts. Und am Ende der Runde habe ich 5 Maschen rechts, eine Masche links und die letzte Masche rechts. Jetzt arbeiten wir noch 2 weitere Reihen nach Muster.
Also ich fange hier dann mit einer Masche rechts und dann 5 links, 5 rechts. Und die nächste Reihe dann nochmal wiederholen mit 5 Maschen links, 5 rechts und so weiter. Also jeweils, wir arbeiten jeweils 4 Reihen. Am Musterrapport sind bei uns 8 Reihen. Ich habe jetzt 8 Reihen gearbeitet. Jetzt fange ich wieder an wie die erste Reihe. Also die erste Masche hebe ich ab und arbeite 5 Maschen rechts. Und dann arbeite ich 5 Maschen links. Und dann wieder 5 Maschen rechts. Und 5 Maschen links. Und am Ende der Reihe arbeite ich dann 5 Maschen links, eine Masche rechts und die letzte Masche arbeite ich auch rechts. Und so wiederholen wir stets die Reihen. Dann entsteht so ein Muster. So schaut das Muster dann aus. Wenn man den Schal als Loop tragen möchte, dann einfach die Seitennähte vernähen. Und zwar ich mache das mit dem Haken, also beide Seiten aufeinander legen. Wir haben hier immer 2 Schlingen auf der Seite und 2 Schlingen auf der Seite. Dann hole ich den Faden und mit Kettenmaschen vernähe ich das Ganze, die linke Masche durch die rechte. Nicht so fest arbeiten, möglichst locker, also immer 2 Schlingen von da und 2 Schlingen von da. Faden holen und durch die rechte Masche durchziehen. Und so arbeite ich 2 Teile zusammen. Also wie gesagt, möglichst locker arbeiten, damit das Ganze sich nicht zusammenzieht. So, und dann einfach weiter vernähen. Schaut auf der Seite so aus. Den Schal kann man auf der Seite feststecken oder auch als ein Loop tragen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken. Bis zum nächsten Mal.